Der Salon der letzten Coburger Herzogin Adelheid ist von Eleganz gekennzeichnet und doch erlaubt er mit dem Erker Rückzugsmöglichkeiten und eine gewisse Intimität. Auch die Kommode und der Schreibschrank stammen aus herzoglichem Besitz. (1905) heiratete Herzog Karl Eduard die Prinzessin Viktoria Adelheid von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, mit der er 5 Kinder hatte. Herzog Karl Eduard war der älteste Sohn des verstorbenen Herzogs Leopold von Albany, des 4. Sohnes von Königin Viktoria und Prinzgemahl Albert. Karl Eduard, wie er sich in Deutschland nannte, war 1884 in England geboren. Er kam mit 15 Jahren nach Deutschland, wo sich sein Vetter Kaiser Wilhelm II. Um seine Erziehung kümmerte und ihn der preußischen Kadettenanstalt Berlin-Lichterfelde anvertraute. Nach dem Abitur studierte Karl Eduard einige Semester Staats- und Rechtswissenschaften. Mit 21 Jahren, 1905, übernahm er dann die Regentschaft im Doppelherzogtum. Der Salon ist im Stil des Neorokoko vertäfelt und mit roten, original erhaltenen Wandbespannungen einer französischen Seidentapete aus dem 18. Jahrhundert dekoriert. Ergänzt wird der Raum durch den Nürnberger Rokokoofen. Die Porzellane in der Mitte des Raumes stammen von bedeutenden Meistern des Jugendstils. Der große silberne Tafelaufsatz zeigt ein Modell des dänischen Linienschiffs. Christian VIII. War ein Geschenk zur Goldenen Hochzeit Herzog Ernst und seiner Gemahlin Alexandrine im Jahr 1892. Die prunkvolle Arbeit wurde in Erinnerung an die gewonnene Schlacht von Eckernförde 1849 geschaffen, bei der Ernst das Kommando führte. Mit dem Tode Ernsts 1844 fiel das Doppelherzogtum an seinen Sohn, Herzog Ernst II. Er wurde weit über die Grenzen seines kleinen Doppelherzogtums hinaus bekannt, zunächst als Kriegsheld. Und das kam so: Dänemark hatte 1848 widerrechtlich Schleswig von Holstein getrennt und eingegliedert. Im Auftrage des Deutschen Bundes führte daraufhin Preußen Krieg gegen Dänemark. Es kam 1849 zur Schlacht bei Eckernförde, die die Dänen verloren und wobei ihr Linienschiff Christian VIII. Zerstört wurde. Um dieses den Dänen missglückte Landungsunternehmen wob sich in Deutschland ein Nationalkult. Wrackteile des zerstörten dänischen Schiffes wurden wie Andachtsgegenstände behandelt. Und Herzog Ernst, der zwar da unauffindbar an der Schlacht nicht mitgewirkt hatte, war schließlich der ranghöchste Kommandant gewesen. Der Begriff Kranachzimmer stammt aus der Zeit der Renovierung der Feste Coburg unter Bodo Ebhardt. Das Wohnzimmer, der Salon des Herzogs Karl Eduard, ist im Stil der Neorenaissance gehalten, vertäfelt und selbst an der Decke mit Holz verkleidet. In die Fenster wurden Glasmalereien des 16. Jahrhunderts eingefügt. Wie auch in anderen Räumen verbergen sich hinter der Holzvertäfelung unter den Fenstern die Heizkörper. Unter den Möbeln hervorzuheben ist ein Schreibschrank im neugotischen Stil, der 1855 von einem Coburger Kunstschreiner für Herzog Ernst II. Hergestellt wurde. Aufgeschlossen für die neue Technik förderte Karl Eduard insbesondere die Automobil- und Flugzeugindustrie. Am Ersten Weltkrieg nahm er auf deutscher Seite als General teil, sah sich aber schon 1915 gezwungen, aus gesundheitlichen Gründen auszuscheiden. Seinem Regiment, das er weiterhin an der Front besuchte, blieb er verbunden.
Auf dem Kamin sieht man die Figuren aus dem Tafelaufsatz Hochzeitszug, der ursprünglich als Geschenk der preußischen Städte zur Hochzeit des deutschen Kronprinzenpaares 1906 überreicht wurde. In den Vitrinen ist Porzellan und Glas vom frühen Historismus zu sehen. Eindrucksvoll sind auch die monumentalen Vasen, vormals eine Kamingarnitur der KPM Berlin, nach Entwürfen von Friedrich Schinkel. Laut Unterlagen wurden diese von der Königlichen Porzellanmanufaktur an das Coburger Herzogshaus geliefert. 1917 unterschrieb er einen Gesetzentwurf für den gemeinschaftlichen Landtag seines Doppelherzogtums, wonach die außerdeutschen Mitglieder des Hauses von der Erbfolge in Sachsen, Coburg und Gotha ausgeschlossen wurden, sofern sie mit Deutschland Krieg führten. Daraufhin entzog ihm Großbritannien alle seine britischen Titel und Auszeichnungen und schloss ihn aus dem Oberhaus aus. Die britische Königsfamilie änderte nun ihren Namen Sachsen, Coburg und Gotha in Windsor um. Die Ausgestaltung des Salons mit Bildern von Lucas Cranach des Älteren, des kursächsischen Hofmalers, zeigt die über Jahrhunderte währende Bewunderung und Wertschätzung dieses wichtigen Vertreters altdeutscher Malerei am Coburger Hof. Dieser Raum diente der herzoglichen Familie als Lesezimmer. In den Wandschränken konnten Bücher untergebracht werden und eine Nische mit 2 Sitzbänken am Fenster bot Platz zur Lektüre. In die Wandverkleidung der Schränke integrierte Bodo Ebhardt figürliche Reliefs und geschnitzte Paneele, die zu den ältesten Dekorationen in der Feste gehören. Hier befindet sich der Zugang zu den Bädern, Ankleidezimmern und dem Schlafzimmer des Herzogspaares. Sie dienen heute als Seminarräume und sind nur bei Veranstaltungen zugänglich. Der Bildhauer Tietjens war für den Adel in Schleswig-Holstein tätig. Die Büste stammt wohl aus dem Besitz von Karl Eduards Gattin Viktoria Adelheid. Prinzessin Viktoria Adelheid war eine Nichte der deutschen Kaiserin Auguste Victoria. Am 11. Oktober 1905 folgte auf Schloss Glücksburg die Hochzeit mit dem inzwischen regierenden Herzog Karl Eduard von Sachsen, Coburg und Gotha. Am 5. November hielt Viktoria Adelheid Einzug in Coburg, das ihr einen überaus herzlichen Empfang bereitete. Als neue Landesmutter gewann sie schnell die Sympathien der Bevölkerung aufgrund ihrer Herzlichkeit und Volksnähe. Das Coburger Tageblatt schrieb anlässlich ihres 80. Geburtstages: Unvergessen wird es bleiben, dass die Herzogin, eine Nichte der deutschen Kaiserin Auguste Victoria, sich nie scheute, für sich und für andere mit dem Henkelkorb auf dem Markt einkaufen zu gehen und nach 1945 mit dem Fahrrad von Schloss Callenberg zum Einkauf nach Coburg zu fahren. Dieser selbstverständlichen Schlichtheit wegen zählen sie die Coburger zu den ihrigen. Sie vergessen nie, was sie ihrer einstigen Landesmutter zu verdanken haben. Das ehemalige Speisezimmer der herzoglichen Winterwohnung ist durch eine vorhandene Bohlen-Balkenkonstruktion der Wände in mittelalterlicher Machart gestaltet, wirkt jedoch dank der hellen Grundierung, der Rahmung und der zarten Ornamentierung der Schablonenmalerei leicht und locker. Auch hier griff Bodo Ebhardt bei seiner Restaurierung 1910–19 auf spätmittelalterliche gefundene Bohlen zurück, die er wiederverwandte und deren Bemalung er als Anregung nahm und variierte.
Heute sind hier die Kriegstrophäen präsentiert, die Prinz Friedrich Josias von seinen Feldzügen gegen die Türken mitbrachte. Für seine militärischen Leistungen wurde er mit dem Großkreuz des Militär-Maria-Theresien-Ordens ausgezeichnet, das auch auf der Kleidung der lebensechten Wachsbüste des Prinzen zu sehen ist. Eine große Seltenheit ist der Reitermantel, der von einem Mitglied des ungarischen Hochadels getragen worden sein dürfte und dessen Machart und Muster auf eine Entstehung im zentralasiatischen Raum schließen lassen. Türkenschlachten wurden seit Beginn des 16. Jahrhunderts, als sich die Bedrohung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation durch die militärische Macht des Osmanischen Reiches verstärkte, ein geläufiges Thema der Malerei. Häufig wurde nicht eine bestimmte Schlacht, sondern ein heftiges Kampfgeschehen ganz allgemein gezeigt, das durch die Darstellung der fremden Reiter mit ihrer ungewohnten Kleidung und Ausrüstung einen exotischen Reiz erhielt. Nach einer fast 40-jährigen Laufbahn im österreichischen Militärdienst kehrte Friedrich Josias 1794 in seine Heimatstadt zurück und lebte hier in hohem Ansehen. Als 1806 französische Truppen nach Coburg kamen und die Stadt zu plündern drohten, ritt Friedrich Josias auf einem edel gezäumten Araberhengst in das Generalsquartier und erwirkte Verschonung für die Stadt. Vom ehemaligen Speisezimmer führt der Weg in den Rauchsalon, so genannt, weil der Herzog mit seinen Gästen sich dorthin zum Rauchen begab. Die zweigeschossige Halle mit einem Galeriegang ist bis zur Höhe von 3 Metern mit einer Bohlenbalkenkonstruktion im Stil der Gotik vertäfelt. Dominiert wird der Raum, der als einziger der herzoglichen Wohnräume einen Steinfußboden hat, von einem gemauerten offenen Kamin. Der schmiedeeiserne Leuchterkranz ist nach einem Entwurf von Bodo Ebhardt gefertigt. Die Wände schmücken heute unter anderem großformatige Bildnisse von Persönlichkeiten aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Wallenstein und Tilly, Kaiser Ferdinand II. Und Herzog Johann Kasimir von Sachsen-Coburg. Johann Kasimir wurde am 12. Juni 1564 in Gotha geboren und starb 1633 in Coburg. Er stammte aus der Familie der ernestinischen Wettiner. Weil sein Vater Johann Friedrich während der Grumbachschen Händel eine lehensrechtliche Auseinandersetzung zwischen Wilhelm von Grumbach und dem Würzburger Bischof, dem geächteten Wilhelm, trotz kaiserlichen Verbots Schutz gewährte, wurde er 1566 von Kaiser Maximilian II. Ebenfalls geächtet. Der Konflikt zwischen Wilhelm von Grumbach und dem Würzburger Bischof erfasste weite Teile der Ritterschaft und bedrohte die Verfassung und den Frieden des Reiches. Kaiserliche Truppen unter dem Befehl des sächsischen Kurfürsten August belagerten die Stadt Gotha. Nach der Einnahme wurde er vom Kurfürsten nach Dresden gebracht. Nach der Reichsexekution gegen Gotha verlor der Vater Johann Friedrich am 15. April 1567 die Herrschaft und seine Freiheit. Danach lebte sein Sohn Johann Kasimir zusammen mit seinem jüngeren Bruder Johann Ernst und seiner Mutter zuerst am Hofe seines Onkels in Weimar, anschließend in Eisenach und Eisenberg.
1570 setzte der Reichstag die Söhne wieder in ihre vom Vater ererbten Rechte ein. 2 Jahre später, im Sommer 1572, wurden den beiden Söhnen mit dem Erfurter Teilungsvertrag vom 6. November 1572 das neue Fürstentum Sachsen-Coburg zugesprochen. Vom Fürstenbau gelangt man nun geradeaus in die steinerne Kemenate. Am Treppenaufgang und im Vorraum befinden sich 8 Holzreliefs mit Szenen aus dem Marienleben. Sie sind um 1510 bis 20 in Franken entstanden und stammen aus dem ehemaligen Benediktinerkloster Mönchröden nahe Coburg. Rechter Hand steht ein thüringisch-fränkischer Fassadenschrank. Der Schenkstuhl, ein prunkvolles Schaubuffet, wurde von Herzog Johann Kasimir von Sachsen-Coburg für die sogenannte Hornstube in Schloss Ehrenburg in Auftrag gegeben. Entsprechend zieren dessen Wappen und die Initialen den Schenkstuhl. Er gehörte ursprünglich zum Jagd-Intarsienzimmer der Hornstube und liefert mit der Beschriftung die Datierung für das angrenzende Zimmer. 1632. Die Skulpturen und die Reliefs waren Teil eines Marienaltars in der Coburger Heiligkreuzkirche. Nach der Reformation kamen sie in das Rathaus und gelangten schließlich 1839 in die Kunstsammlungen auf der Veste. Das Coburger Jagd-Intarsienzimmer gehört zum schönsten, was in dieser Art in Deutschland zu finden ist. Es wurde von Herzog Johann Kasimir in Auftrag gegeben. Der Entwurf der Intarsien geht wahrscheinlich auf dessen Hofmaler Wolfgang Birkner zurück. Die Anregung zu dieser Vertiefelung gab möglicherweise der damalige Architekt des Coburger Stadtschlosses Ehrenburg, der Bamberger Hofbaumeister Giovanni Bonalino. Die Ausführung erfolgte in den besten Meisterateliers von Augsburg. Coburger Hoftischler und Schnitzer besorgten den Einbau vor Ort. 1809 wurde das Prunkzimmer aus dem Stadtschloss aus und 20 Jahre später in der steinernen Kemenate der Veste eingebaut. Dabei wurde die ursprüngliche Anordnung und Abfolge der Bildintarsien verändert und die Dekoration um geschnitzte Bildreliefs ergänzt. Mit seiner reichen Kassettendecke, den Reliefs und den Jagdszenen in 60 Holzintarsienbildern ist es eines der großartigsten Werke der Spätrenaissance in Deutschland. Besonders ins Auge fallen die großen Felder mit Szenen der Rot-, Schwarz- und Bärenjagd. Auf einem dieser Felder ist sogar der Herzog persönlich mit seinem Hofzwerg und Gefolge dargestellt. Johann Kasimir war der erste Herrscher über das eigenständige Herzogtum Sachsen-Coburg. Er prägte die bauliche Gestalt Coburgs als fürstliche Residenz und gründete das Gymnasium Casimirianum. Von der kulturellen Blütezeit unter Johann Kasimir zeugt auch das Jagd-Intarsienzimmer. In den Jahren 1578 bis 81 studierte Johann Kasimir an der Universität Leipzig. Am 6. Mai 1584 verlobte er sich ohne Zustimmung seines Vaters mit Anna, der Tochter Augusts von Sachsen, die er am 16. Januar 1586 in Dresden heiratete. Erst nach dem Tod von Kurfürst August von Sachsen am 11. Februar 1586 konnte Herzog Johann Kasimir im Alter von 22 Jahren zusammen mit seinem Bruder Johann Ernst die Regierung seines Fürstentums übernehmen.
7 Jahre später, 1593, folgte die Scheidung von seiner ersten Ehefrau wegen Ehebruchs, die er anschließend zunächst in Eisenach bis 1596 im Kloster Sonnefeld und dann bis zu ihrem Tod im Jahr 1613 auf der Feste Coburg in einem kleinen niedrigen Zimmer gefangen hielt. Am 16. September 1599 heiratete Herzog Johann Kasimir von Sachsen-Coburg Margarete, Tochter des Herzogs Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg. 1633 starb Johann Kasimir kinderlos. Sein Erbe fiel an den Bruder Johann Ernst von Sachsen-Eisenach. Der herzogliche Marstall mit Prunkwagen und Schlitten, die Rüstkammer und Jagdwaffenhalle sind heute im sogenannten Herzogenbau untergebracht, der im 16. Jahrhundert als Schaf- und Kornhaus errichtet wurde. Die Kutschen und Wagen ermöglichen einen Einblick in den Wagenbau vom Ende des 16. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. In der Wagen- und Schlittenhalle im Erdgeschoss stehen 2 reich vergoldete Prunkwagen des 16. Jahrhunderts im Mittelpunkt, die Herzog Johann Kasimir zu seinen beiden Hochzeiten nutzte. Der erste wurde 1586 in Dresden zur Vermählung mit Anna von Sachsen gefertigt. Der zweite um 1560 im dänischen Kolding erbaut und 1599 bei seiner Eheschließung mit Margarete von Braunschweig als Brautwagen benutzt. Er war in der Heimat der Brautmutter, Dorothea, Prinzessin von Dänemark, entstanden und hatte bereits Herzog Johann Kasimirs Schwiegereltern 1561 zur Hochzeit gedient. Bei diesen Fahrzeugen mit Ausnahme der Reisekutsche Landauer ging es nicht darum, eine längere Distanz zurückzulegen und Reisekomfort zu gewährleisten. Es handelt sich um ehemals mit kostbaren Polsterstoffen und Schabracken ausgestattete Repräsentationsfahrzeuge für Kurzstrecken. So ließ sich Herzog Johann Kasimir in beiden Kutschen zu seinen Hochzeiten fahren. Der Brautwagen von 1586 wurde für Prinzessin Anna, Tochter des Kurfürsten August von Sachsen, zu ihrer Hochzeit mit Johann Kasimir angefertigt. (1599) heiratete Johann Kasimir in zweiter Ehe Margarete von Braunschweig-Lüneburg. Diese erhielt als Brautgeschenk den Hochzeitswagen ihrer Eltern, Dorotheas von Dänemark und Wilhelms des Jüngeren von Braunschweig-Lüneburg, deren Vermählung 1561 in Kopenhagen stattgefunden hatte. Auf Vorder- und Rückseite von damaligen Hochzeitswagen wurden üblicherweise die Wappen des Bräutigams und der Braut angebracht. Der Wagen wurde von einem Leitpferd ausgelenkt. Zur Dämpfung bzw. zur Federung waren die Wagenkästen beider Kutschen mit starken Lederriemen frei an 4 Stützen aufgehängt. Dieses Prinzip wurde schon in römischer Zeit angewandt. Die Vergoldung und die Imitation von gefassten Edelsteinen sollten den Eindruck einer echt goldenen, edelsteinbesetzten Kutsche erwecken. Unter Herzog Johann Kasimir wurde die Feste Coburg zur Festung umgebaut. Er selbst zog in das kurz zuvor neu errichtete Stadtschloss, die Ehrenburg. Die Stadt Coburg war zunächst vor allem Handelsstadt und Verkehrsknotenpunkt zwischen den Messestädten Nürnberg, Leipzig und Erfurt. Erst unter Herzog Johann Kasimir wurde sie zur Residenzstadt.
Außergewöhnlich sind auch die 13 Turnierschlitten aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Diese Karussell- oder auch Rennschlitten fanden bei prächtigen Vorführungen und beim Karussell-Turnierspiel für Damen der Coburger Hofgesellschaft Verwendung. Die Schlittenkarussells und das damit zumeist verbundene Ringelstechen gehörte zur weiblichen Domäne der ritterlichen Spiele. Geschmückte Pferde zogen die mit prächtigen Textilien und gepolsterten Sitzen verzierten Schlitten. In dem Bestreben, auch das Hofleben zu organisieren und zu kontrollieren, wurden unter Johann Casimir mehrere Hofordnungen erlassen, die einen guten Einblick in das Leben dieses kleinen und noch recht bescheidenen Hofes erlauben. Bei den fürstlichen Vergnügungen spielten Jagd und Schützenwesen eine wichtige Rolle, ebenso die Schlittenfahrten. Ziele wurden errichtet, wie zum Beispiel Ringe und Kränze, Zielscheiben, Türken- oder Mohrenköpfe oder ganze Figuren, auf die im Schlittenkasten sitzenden Damen ihre Waffen lenkten. Je nach Spiel und Ziel standen Lanze, Degen, Wurfspeere und Pistolen zur Verfügung. Von den Pritschen aus steuerten die Wagenlenker Ross und Gefährt. Neben diesem Wettstreit gab es auch festliche Ausfahrten, vor allem im Karneval. Ausgesuchte Kostüme der illustren Gesellschaft, der Aufputz der Pferde und der Schmuck des Schlittens dienten der Repräsentation und dem Glanz des Hofes. Besondere Erwähnung verdienen auch der um 1650 gebaute Reisewagen von Herzog Ernst dem Frommen von Sachsen-Gotha sowie ein luxuriös ausgestattetes, um 1840 in Brüssel angefertigtes Gala-Coupé, das vermutlich von Queen Victoria von England oder König Leopold von Belgien bei ihren Besuchen in Coburg benutzt wurde. Die historische Glassammlung der Feste Coburg gehört zu den bedeutendsten ihrer Art. Ein Großteil der Objekte geht auf die Sammeltätigkeit des zweiten Sohnes von Queen Victoria und Prinz Albert, auf Herzog Alfred von Sachsen, Coburg und Gotha zurück. Er wurde 1893 Nachfolger von Ernst II. Und ist in seiner Admiralsuniform und mit zahlreichen Orden zu sehen. Als Admiral der englischen Flotte war er über 40 Jahre zur See gefahren. Seine Witwe Marie Alexandrowna, Tochter des Zaren Alexander, stiftete den Kunstsammlungen nach seinem Tod über 1100 kostbare Gläser. Den Schwerpunkt bilden Objekte des 15. bis 17. Jahrhunderts aus Venedig. Ein markantes Schauobjekt ist eine ungewöhnlich große, hohl geblasene Kugel aus aufgelegten Schnitten aus Venedig, die von einer sitzenden Mohrenfigur aus vergoldeter Bronze bekrönt wird. Ernst II. Hatte zwar mehrere uneheliche Kinder, seine Ehe mit Prinzessin Alexandrine von Baden aber blieb kinderlos. Der nächste in der Erbfolge, Albert Edward Prince of Wales, der spätere britische König Edward VII., trat davon zurück. So wurde 1893 Nachfolger im Doppelherzogtum dessen jüngerer Bruder Alfred, zweiter Sohn des Prinzgemahls Albert und der britischen Königin Victoria. Alfred, ein Draufgänger, wie alle Kinder des britischen Königshauses sorgfältig erzogen und schulisch gebildet, war ganz und gar Seemann und brachte es in der Royal Navy, in die er 1852 eintrat, bis zum Großadmiral, dem höchsten Dienstgrad der britischen Kriegsmarine.
Von 1863 bis 1865 studierte er an den Universitäten Edinburgh und Bonn. Um die Regierungsgeschäfte kümmerte er sich wenig. Er jagte und ging auf Reisen. Von einem Moskitostich, den er sich dabei 1898 einfing, erholte er sich nie mehr ganz. Der frühe Tod seines einzigen Sohnes Alfred, des vorgesehenen Thronfolgers, der 1899 auf der Silberhochzeit seiner Eltern einen Selbstmordversuch unternahm, an dessen Folgen er dann wenige Tage später starb, erschütterte ihn. Er gab seiner Frau die Schuld, trennte sich von ihr und begann zu trinken. 1900 starb er 65-jährig. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viel Interessantes über die Herzöge erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgen-Video verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!